Guten Morgen Europa, Deutschland, Luxemburg, Belgien und so weiter und so fort. Wir sind beim MyVelo in Oberkirch. Das Ganze ist hier in Baden-Württemberg, in Südbaden, das Nizza werden wir zeigen. Und hier eine Besonderheit, auch hier haben wir ein Fahrrad, da muss man nur so tun, als ob man tritt. Ich zeig mal gerade, ich habe gerade eine Tasse bekommen, eine MyVelo-Tasse mit heißem Kaffee. Die kannst du aber gerne mal zur Seite stellen, jetzt wird erstmal gedreht. Oder ist es dein Kaffee? Nee, das ist deiner. Also ich übernehme hier mal, ich halte mal kurz das Mikrofon. Dann komm, wir drehen mal schnell zu Ende. Stell den Kaffee mal hier vorne hin, da haben wir auch die MyVelo-Tasse mit drin. Genau, mir ist auch egal, ob er heiß ist oder nicht heiß, ja, es ist nur die Wirkung ist wichtig. Sag mal, das Nizza hat einen riesen Vorteil. Es hat einen Hecknabenmotor mit drin und das hat den Vorteil, dass dieses Fahrrad fährt, ohne dass ich physisch Energie reinstecken muss und trotzdem habe ich eine Zulassung in Deutschland. Also es ist eigentlich ein Pedelec und ein E-Bike in einem. In einem, genau. Und ich brauche auf jeden Fall kein Nummernschild. So, ich brauche auch keine Zulassung. Ich habe keine Helmpflicht. Das ist wirklich ein Pedelec und kann damit auch durch die Fußgängerzone fahren. Wir nehmen hier den hochwertigen Hinterradnabenmotor von Bafang. Den großen Bafang habt ihr eingebaut, ja. Wie ist denn der Preis im Moment von Nizza? Weil es sieht aus wie 3,5 oder sowas, aber ist wahrscheinlich günstiger, oder? Es ist günstiger, genau. Wir sind hier bei 3, gerade aktuell in der Aktion mit 2.499. 2.499? 2.499. 2.499. Das heißt, ihr macht ich sag mal, das Fahrradfahren für ganz viele Menschen einfacher, weil der Mittelmotor hat natürlich, der ist wunderbar, aber speziell die Zielgruppen, die ein bisschen älter sind, können hier ohne Muskelkraft anfahren bis 6 km/h und sie müssen auch nicht wirklich treten, sie müssen nur eine Umdrehung generieren, eine Umdrehung und das wissen viele zu schätzen. Sie können treten, sie können sich auch körperlich betätigen und das hat einen riesen Vorteil, du kannst dieses Fahrrad hier quasi ohne große Muskelkraft betreiben. Und das ist klasse, oder? Das ist wirklich klasse. Wir haben hier einen Signalsensor. In dem Moment, wo der Sensor auch eine Bewegung feststellt, und da reicht auch tatsächlich eine moderate Kurbelumdrehung, habe ich entsprechend meine Unterstützungsstufe, wo ich am Display einstelle, die volle Leistung. Ja, jetzt sieht man hier, also das heißt, du nimmst in dem Fall einfach hier den kleinsten Gang, das wäre das größte Ritzel hier auf der Sache und machst das größte Ritzel rein und dann, ich sag mal, man muss nur so tun, als tritt man. Man steuert quasi die Geschwindigkeit des Fahrrades über die Trittfrequenz, oder? Genau, richtig. Und im Unterhalt natürlich auch sehr, sehr interessant, der Hinterradnabenmotor, weil die Kraftübertragung direkt vom Motor auf den Reifen wirken kann und dementsprechend kein Zug auf die Kette kommt. Also bei dem Fahrrad habe ich weniger Zug auf der Kette wie bei jedem normalen Rad, weil der Motor entsprechend mich ja schon unterstützt. Ich kann aber auch sportlich fahren. Das heißt, wenn ich jetzt die, ich sag mal, richtige Gangunterstützung wähle, dann trete ich richtig mit. Ich kann auch dieses Fahrrad hier, das ist ziemlich cool, deutlich über 25 km/h bewegen. Dann schaltet der Motor zwar ab, aber das ist so schnell, das sagt dir, wenn der Luftdruck stimmt, ein bisschen größer ist, dann ist es ein richtig tolles Straßenfahrrad, oder? Das ist ein richtig, richtig solides Trekkingfahrrad. Das soll es auch sein. Mit Blick auf den Reifen sieht man auch schon. SUV fast, oder? Fast schon ein SUV. Also es ist wirklich ein SUV, wo auch gern mal auf Schotter unterwegs sein will. Fast schon danach schreit. Und wir also auch ein Waldweg geht, oder? Total. Waldweg, Schotterweg mal irgendwo an einem Damm entlang. Geht natürlich wunderbar einfach. Wir haben auch hier die hydraulischen Scheibenbremsen für eine richtig gute Verzögerung. Gerade wenn es dann auch mal wirklich so ein Stück weit hier auf die Hornisgrinde oder so, da komme ich relativ schnell mal auf 1200 Meter. Wenn ich die in einem Satz runterfahre, habe ich halt auch richtig gute Bremsleistung. So, was hat der für eine Leistung, Newtonmeter, der Motor? Der hat 45 auch. Also 45. Die fühlen sich aber anders an wie die, du kennst doch die Bosch Performance, nee, nicht die Performance, die ganz Active, die Active Line 40. Da habe ich das Gefühl, die geht ja gar nicht. Und das ist hier anders, oder? Das ist total anders. Also insbesondere auf der Ebene zieht er den allen davon. Und ansonsten habe ich eben bei einem Hinterradnabenmotor auch immer tatsächlich ein statisches Übersetzungsverhältnis, aber auch da haben wir dann entsprechend mit der 9-fach-Kassette eine richtig leichte Übersetzung, auch dass ich, auch wenn es mal richtig steil wird, den Motor gut unterstützen kann. Du hast halt hier einfach den Vorteil, dass der Motor wirklich direkt auf der Hinterachse sitzt und du die Kraft direkt dort hast, wo du sie brauchst. So, und deshalb fühlen sich die 45 Newtonmeter hier
deutlich mehr an. So, jetzt die Frage, die Leute direkt stellen, warum ist da keine XT drauf? Ihr sagt, die XT, wunderbare Schaltung, aber sie hat einen riesen Nachteil. Sie ist wartungsintensiv. Und das ist, die fängt ja mittlerweile, gibt es überhaupt noch 10-Gang XT? Weil, ich sag mal, die meisten haben 11 oder 12 Gänge, die drin sind. Die hat nur 9. Und die Kette ist viel robuster und viel größer und viel dicker. Und das ist wirklich kein Vergleich. Das heißt, eine extrem langlebige Schaltung, wo du dir nicht die Kassette direkt kaputt wärst. Oder? Also insgesamt haben wir jetzt hier im Nizza ein Fahrrad gebaut, wo per se erstmal selten, ganz selten in eine Werkstatt muss. So, wir haben kein zwanghaftes Software-Update. So, und wir haben eben mit einem Hinterradnabenmotor keinen Zug auf der Kette. Das heißt, die Kette hebt mir bei dem Fahrrad echt extrem lang. Hebt heißt halten übrigens, ja. Ja, im Badischen, genau. Hebt. Das hält echt lange. Es hebt lange, ja. Das ist interessant. Aber der komplette Elektroantrieb ist wartungsfrei. So, das heißt, da kann, soll, darf und muss auch überhaupt nichts dran gemacht werden und das über die gesamte Lebensdauer hinweg. So, also wartungsfrei, eine Shimano Original Alto-Schaltung. Wenn du mal gerade mit deinem Fingerchen drüber fährst, da ist noch ein bisschen Verpackungsmaterial drauf gewesen. Ah, ja. Ihr habt es gerade ausgepackt für mich, ja. Sag mal, die Schaltungseinstellung, das ist auch wunderbar. Dadurch, dass du ja nur 9 Gänge hast und so eine dicke Kette, ist das auch nicht so filigran wie bei der XT oder bei der Deore. Das ist total rudimentär, kriegt auch jeder von zu Hause aus. Also wer es auch online bestellt und dann mal nachstellen möchte, der ruft uns an und wir erklären, wie es geht. Ich habe hier im Wesentlichen einen unteren Anschlag, einen oberen Anschlag. Der eine schaut, dass ich hier nicht die Kette zwischen reinbekomme, zwischen Ritzel und Schaltauge. Und der obere Anschlag schaut, dass ich die Kette nicht zwischen Ritzel und Motor habe. Und dann habe ich im Grunde hier noch einmal diese Schraube, die mir die Zugspannung dann entsprechend einstellt. Die kann ich auch nur nach links und nach rechts drehen. Und dann ja, was auch ziemlich cool ist, wenn ich mal stürzen sollte oder das fällt mal hin, das Schaltauge verbiegt sich mal ein bisschen, dann biegst du es zurück. Die Altus ist total unanfällig. Also das ist wirklich eine klasse Schaltung. Und geht sie mal kaputt, das Ritzelpaket kostet, glaube ich, 30 €. Das ist alles überschaubar. Ja. Wenn ich da wirklich mal einen Stütz zu verbuchen habe, dann kriege ich dafür schmales Geld auch Ersatz. So, das ist so, und zwar überall. Ja, ihr habt Original Barfang, also wer sich auskennt, das ist die Nummer 1 für Hecknabenmotor auf der Welt. Und ihr habt Original Shimano drauf. Ihr habt auch im Bremsen Tektro, nehme ich an, wieder mal drauf gemacht. Ja, auch da, wir haben wieder diesen Schließer dabei. Das heißt, in dem Moment, wo ich bremse, ist der Motor im Aus. So, also der Motor wird abgeschaltet, wenn ich bremse. Eine Original Santor-Gabel habt ihr drauf gemacht. Also keine No-Name, sondern Santor, wer sich ein bisschen auskennt, ernstzunehmender Gegner, mittlerweile sogar mit Luftgabeln. Aber das hier ist eine Stahlfeder. Ganz genau, richtig. Noch mit Stahlfeder, trotzdem qualitativ extrem hochwertig und auch extrem feinfühlig. So ist das. Die Federvorspannung kann ich ein bisschen einstellen bei der? Kann noch ein bisschen eingestellt werden, ganz genau. Okay, das heißt, also ich kann sie ein bisschen anpassen. Ansonsten eine wartungsfreie Gabel. Wo hast du das schon? Bei Luft ist es nicht wartungsfrei. Ja? Da musst du immer anpassen. Eine Stahlfeder auch, die kriegst du nicht kaputt eigentlich im Leben, oder? Nee, absolut nicht. Ich gehe ab und zu mal hin, mache da so ein bisschen Gabeldeo drauf, ab und zu mal, und das war's eigentlich. Ansonsten funktioniert das Ding einfach. Die Feder könnt ihr wechseln. Also falls einer mal extrem leicht oder extrem schwer ist, das kann man wechseln, aber die ist so abgestimmt, die passt auf die meisten. Ne? Passt wirklich auf die meisten. So, den Schnitt haben wir da wirklich extrem gut abgedeckt. So, siehst du hier vorne auch noch so schicke Details, die du hast. Laufradgröße hier 27,5 Zoll. Das ist das Laufrad schlechthin. Und da muss man auch sagen, das ist ein sehr wendiges Laufrad. Also nichts gegen 28 Zoll. Beim Trekkingrad sind es ja meistens 28 Zoll. Aber hier kannst du die Standard-Mountainbike-Bereifung wählen. Von der Breite her, was haben wir denn hier? 2,3 oder was geht hier drauf? Genau, 2,2 Zoll Breite. So. Da würde ich im Zweifel auch einen komplett, wie du sagst, einen komplett vollwertigen Mountainbike-Reifen drauf bekommen, wenn ich das dann möchte. Aber bitte nicht zu viel, weil irgendwann wird der Platz hier ein bisschen eng, also zwischen dem Schutzblech und dem anderen. Das kann man, ich sag mal, das Ganze kann man noch ein bisschen justieren. Das Schutzblech könnte man noch einen Ticken höher machen, das können wir noch anpassen, aber du kriegst eine richtige Mountainbike-Bereifung, eure Bereifung direkt schon mit den Reflexionsstreifen an der Seite drauf. Das heißt passive Sicherheit. Und die Farbe weiß. Die Farbe weiß, so weiß ist auch einfach so ein Evergreen, gerade in Kombination mit den braunen Griffen und mit dem braunen Sattel. Einfach schöne Details nochmal. So, dann habt ihr einen verstellbaren Vorbau. Der ist direkt Serie bei euch mit drin. Das Ganze kann in 0, nichts, kann dieser Lenker nämlich zur Seite gedreht werden. Wenn du es mal gerade runternimmst, das Gewicht ca. 28 Kilogramm, was hier drauf ist. Und da muss sich der Vincent schon ein kleines bisschen anstrengen, aber es gibt Entwarnung, denn
man kann den Akku vorher rausnehmen und der Akku wiegt circa 4 Kilo. Genau, richtig. Der hat auch 4 Kilo und kann rausgenommen werden mittels Schlüssel. Der ist da drin. Genau, der ist hier dran. So, da ist der Schlüssel mit drin und dann nimmst du den Akku. Genau, der springt mir dann förmlich entgegen und dann kann ich in der Wohnung oder im Haus laden, wenn ich in der Garage keinen Strom habe, oder einfach mal im Wohnmobil hinten rein entsprechend den Akku rausnehmen. Ja, ihr kommt aus dem Rennsport, Fahrradrennsport, und habt gesagt, wir wollen ja endlich mal ein Rad bauen, dass der Käufer die nächsten 10 Jahre, wenn er es natürlich draußen im Regen stehen lässt, das ganze Jahr über, das ist nicht so gut, aber wenn er es ein bisschen pflegt, dann hat er ganz lange Freude dran. Jetzt habt ihr die Marke 5 Jahre schon, ihr habt das immer wieder verbessert. Fahren die ersten noch, die vor 5 Jahren? Die fahren alle noch, ja, doch, tatsächlicherweise, muss man sagen. Und gerade jetzt bei dem Nizza in der aktuellen Generation haben wir da auch keine Kosten und Mühen gescheut und haben auch hier wieder die Parallelogramm-Federstütze reingebaut, was jedes Fahrrad extrem... Ich zeig das mal gerade. Vincent, wenn du mal gerade dich draufsetzt, was wiegst du denn heute? Oh, 80. Eher 70, ja. Echt? Bist du so leicht? Man sieht es zwar nicht, Man sieht zwar nicht. Also, das heißt, wenn du drauf sitzt, dann und du kriegst jetzt mal ein Schlagloch unten rein, ja, oder mal Kopfsteinpflaster, das wird alles weggefedert. Das wird komplett weggefedert. Ich habe hier die Besonderheit, dass ich 2 Drehpunkte habe. Das heißt, ich bin jetzt hier nicht in einer Achse unterwegs, was die meisten gefederten Sattelstütze haben, sondern ich habe hier 2 Drehpunkte und dadurch nehme ich die extrem kleinen Schläge auch raus. Kopfsteinpflaster, mal eine Bordsteinkante. Ihr habt ein Bremslicht und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wenn du bremst, dann geht das Bremslicht an und der Motor wird abgeschaltet. Das heißt, vorne diese Schalter, die haben alle nochmal zusätzlich dann nochmal ein, ich sag mal, Elektrokabel mit drin, wie man es kennt vom Auto. Wie man es kennt vom Auto, haben übrigens auch die Modelle Berlin und Zürich standardmäßig. Ist einfach nochmal ein wahnsinns gutes Sicherheitsmerkmal. Eben wenn ich dann mal ein enges Wendemanöver habe, vielleicht auch gerade auf Schotter, dann ziehe ich die Bremse leicht und der Motor ist immer aus. So, das ist nicht verpflichtend. Die meisten Räder, also insbesondere Mittelmotorräder, die haben das gar nicht. Ist auch in Ordnung, aber es ist halt trotzdem schön, wenn man es hat. Ihr habt einen extrem komfortablen Lenker drauf gemacht, der eine sehr natürliche Sitzposition garantiert. Sitzposition fast aufrecht. Habt ihr verschiedene Rahmengrößen oder ist das one fits all? Nee, wir haben tatsächlich da auch 2 Größen und da passt du locker drauf. Eben auf das S sogar schon ab 1,50 bis 1,70 und das M alles ab 1,70. So, tolles Campingfahrrad, denn du kannst diesen Lenker hier, indem du hier diese beiden Schrauben einfach öffnest, also die sind hier drin, das sind so Inbusschrauben, die machst du einfach auf und dann kannst du den Lenker einfach zur Seite drehen. Genau, dann drehst du den einmal so ein bisschen in Fahrtrichtung quasi und dann hast du halt eine Gesamtbreite von dem Fahrrad von maximal 35 bis 40 Zentimeter. Ja, man kann dann zusätzlich sogar noch diese Pedale kann man tauschen gegen einklappbare Pedale. Die habt ihr auch da. Auf Wunsch kann man, ich sag mal, gegen Optionen kann man dazu ordern. Und dann habe ich ein sehr, sehr kleines Fahrrad. Dann hast du einen richtigen Gepäckträger mit drauf. Richtiger Gepäckträger, genau. Auch entsprechend verbunden mit dem Schutzblech, dass es schön solide, stabil ist. Und dann kann ich mir auch hier sogar noch so einen Gurt dran machen. Oder ich mache diese GTA-Grundplatte hin von ClickFix. Das ist auch eine ihr könnt auch alle drauf machen. Ihr könnt da wirklich ClickFix drauf machen. Ihr könnt da alles. Also die Grundplatten kosten auch nichts. Die machst du einfach drauf und dann kannst du Korb drinnen drauf machen, alles. Bis zum Hundekoffer, sage ich jetzt mal, wo der Wuff dann mitfahren darf. Der darf dann sogar bis 10 Kilo da rein. Passt da alles hin. So, der Rahmen ist aus Alu komplett? Der Rahmen ist komplett aus Alu, richtig. So, du wolltest was sagen? Auch ganz interessant und wichtig, Zuladung beim Gepäckträger bis 25 Kilo. So, der kann übrigens noch mehr. Ihr habt das ausprobiert. Also man sollte es eigentlich nicht übertreiben, weil der ist ja jetzt nicht an 2 Punkten am Rahmen festgemacht. Aber die 25 Kilo, das heißt Packtaschen würde gehen, oder? Packtasche geht immer. Also gerade wenn ich so mal richtig so eine Bike-Tour mache, vielleicht eine 2-3 Tagestour, dann packe ich mir da wirklich solide Packtaschen drauf und bin mit dem Fahrrad auch gut und gern mal 3-4 Tage so einen Donauradweg oder so unterwegs. Das Coole ist, sollte der Akku jemals mal kaputt gehen, die sind sehr preiswert, eure Akkus. Also nicht vergleichbar mit den Bosch Intube-Akkus oder irgendwas, die da sind, sondern da sind LG-Zellen drin, also richtig tolle Zellen. Und sollte er mal kaputt gehen, ich denke mal, der liegt so um die 500-600 €, oder? Genau, richtig, ja. So, also die kriegt man immer nach. Bei euch ganz wichtig, denn das Schlimmste, was du kaufst so ein Fahrrad, hatte ich von Panasonic, du weißt, die gibt es einmal als 36, einmal als 48 Volt, gingen beide Akkus kaputt, warum auch immer, die hatten Designfehler und du kriegst die Akkus nicht mehr, weil das ist alles, oder kriegst du dann, zahlst 900 € oder irgendwas, das heißt, man kriegt die Akkus bei euch. Definitiv, auch in 5 Jahren noch.
Des Weiteren haben wir tatsächlich einen Partner von uns an der Hand, der sich spezialisiert hat auch auf E-Bike-Akkureparaturen. Und gerade wenn ihr mal so ein Panasonic oder was ganz Altes habt, dann kriegt er das mit Sicherheit auch noch hin. Machen wir das Licht bitte an, dass wir das mal sehen. Denn das wird am Display angeschaltet. Das ist direkt mit dem Hauptakku verbunden. Hier muss ich nichts extra aufladen. Kein Dynamo, wo mir noch kaputt gehen kann. Nichts, wo ich nochmal eine zweite Batterie hätte. Ich mache es einfach an und wird A selbst gut gesehen und B sehe ich auch richtig gut im Dunkeln damit. Ja, der Vorbau ist verstellbar und das ist sehr, sehr praktisch. Ich kann mir die Sitzposition und die Lenkerhöhe nochmal einstellen. Das heißt also auch den Reach kann ich verändern. Genau, richtig. Ich mache im Grunde hier die Schraube hier unten auf und passe mir dann den Vorbau in meiner Höhe nochmal an. Gerade wenn ich vielleicht so ein bisschen in der Schulter ein Problem habe, dann mache ich den eher ein bisschen höher. Wenn ich ein bisschen sportlicher fahren möchte, dann eher wieder ein bisschen flacher. Was ich total geil finde, ist die Optik. Das heißt, du hast die Optik eigentlich von einem Mittelmotor und hast trotzdem den Komfort von einem Hecknabenmotor mit drin. Der Hecknabenmotor, der von alleine fährt, das ist halt der Riesenvorteil, der auch die Kraft nicht auf die Kette auswirkt, sondern die Haltbarkeit damit natürlich enorm verlängert. Einen Nachteil gibt es, muss man sagen, die Kraft wird nicht über die Schaltung potenziert, so muss man schon sagen. Das heißt also, das ist der Vorteil vom Mittelmotor, aber du sagst, der ist so kräftig, dass also die Leute da jeden Berg mit hochkommen. Vielleicht muss man auch mal mitreden ein bisschen, oder? Ein bisschen unterstützen bei gerade einem Anstieg. Ab 15% muss ich ihn schon, klar, aber ein bisschen mitreden. Ein bisschen Fahrradfahren tut man ja immer noch. Okay. Aber ansonsten habe ich überall in jeder Lebenslage mächtig Power. So, jetzt zeigen wir das mal gerade. Vincent, schalt mal auf bitte und schalt mal an. Da ist ein Display mit dabei, da hast du verschiedene Unterstützungsstufen, wobei das ja nicht stimmt. Es sind ja quasi fast E-Bike-Stufen. Das heißt, du musst ja nur eine Kurbelumdrehung simulieren und dann fährt es schon an. Es fängt an, was ist das für eine Stufe 5 jetzt? 5 ist einmal richtig Vollgas. Das ist das, was am meisten Spaß macht. So, Reichweite, wenn ich auf den kleinsten Stufe gehe, ein bisschen mitrete, komme ich 50 Kilometer? Ja, definitiv. Also im Schnitt bei 504 Wattstunden, die wir hier haben, sind auf jeden Fall 70 Kilometer im Schnitt immer drin. Tatsächlich auch noch eine Option auf 630 Wattstunden hier beim Nizza und dann bin ich halt wirklich over the top. Wenn ich das ist das viel teurer? 36? Wir überlegen uns, ob wir den sogar in der Serie dann mit dabei haben, komplett schon oder als kleiner Aufpreis. Ich zeige mal gerade. Also das ist der Gasgriff. Und wer sich auskennt, Gasgriff grundsätzlich verboten, es sei denn, er ist erlaubt. Warum ist eurer erlaubt? Weil er nur bis 6 km/h unterstützt. So, aber in der Praxis ist das total klasse. Bitte mal Beine runter, nur Gasgriff. Das Fahrrad fährt von alleine an. Gerade die ersten paar Meter, da haben Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ein bisschen Bammel. In Verbindung mit dem tiefen Einstieg ein sehr sicheres Fahrgefühl. Insbesondere, wenn ich dann wirklich mal an der Ampel vergessen habe zu schalten. So, dann gehe ich mit dem Daumengas erstmal auf Geschwindigkeit. Ich habe diesen Kipppunkt schon mal überwunden und habe dann diese Grundgeschwindigkeit und fahre dann eben mit dem Kurbelbewegen ganz locker und sachte davon. Das Ding geht ab wie Schmitz Katze, obwohl es nur 40 Newtonmeter hat. Es ist wirklich so. Also die Leute, die hier Probe fahren, das ist nicht vergleichbar mit Mittelmotor 40 Newtonmeter. Der Heckmotor 40 Newtonmeter, der geht. Wir haben es auch ganz oft wir sind ja auch regelmäßig auf Messen bundesweit und dann hast du ja auch als Kunde die Möglichkeit, von jedem Hersteller mal das Fahrrad einfach zu testen. Dann kommen die zu uns und sagen, ich will genau das Fahrrad, das 40 klasse. So, es fährt von alleine an. Es fährt auch dann, wenn man nur so tut, als würde man drehen. Das macht er jetzt gerade. Also er hat einen ganz kleinen Gang genommen, das Fahrrad fährt von alleine und du simulierst nur eine Umdrehung. Und das ist für viele, die sagen, jo, ich will jetzt kein Moped haben, sondern ich brauche kein Kennzeichen, aber ich will, dass es weitgehend alleine fährt. Wenn ich mal auf dem Rückweg bin, was weiß ich, von einer Weinprobe, bitte da auch die Promille achten, ja, und so weiter. Tolles Urlaubsrad, oder? Absolut. Nicht nur im Urlaub, auch wirklich auch tolles Cityrad oder auch Trekkingrad. Ich kann damit auch am Wochenende mal eben hier auf die Hornisgrinde bei uns hoch oder irgendwo im alpinen Bereich schon auch bergige Strecken damit zurücklegen. Ja, wichtiges Thema ist Wertgarantie. Das habt ihr auch? Im Sinne von? Es gibt eine Spezialversicherung, die gegen Diebstahl, Vandalismus und so weiter schützt und so weiter. Gibt es optional bei uns auch dazu. Klar, wir nicht als Versicherer, aber wir haben da entsprechend auch einen Versicherer, den wir als gerne empfehlen, wo wir wissen, dass er auch gute Leistungen mit abdeckt. Teilweise auch dann entsprechend
mit Service sogar noch, also Verschleißpakete. Ja, ganz wichtig ist, im Ausland greift die Hauptpflicht oder die Hausrat oft nicht. Das ist ein Problem. Also hier steht's, toller Sattel mit dabei, auch von SR. Auch da habt ihr Qualität genommen, also der mit drauf ist. Aber den Sattel kann man ja tauschen. Du kennst ja das, ich sag mal, ganz große Vermessen der Sitzknochen. Das bietet ihr auch an, wenn also einer sich da wirklich das ganz genau auslassen, ich sag mal, ihr bietet alles, was ein Fachgeschäft macht, oder? Definitiv. Wenn es das braucht, kann man den Sattel tatsächlich auch tauschen. Aber gerade da sind wir schon hingegangen, haben wirklich einen sehr, sehr breiten, sehr komfortablen Sattel als Standardsattel ausgesucht, in Kombination mit der Parallelogramm-Federstütze. Mehr kann ich eigentlich gar nicht an den Fahrrad dran schrauben. Ja, viel wichtiger ist, dass die Sitzknochen nämlich auch Platz haben auf dem Sattel. Und das ist wirklich so ein breiter Sattel. Ich glaube, da finden auch Frauen, die ja einen breiteren Sitzknochen haben, auch Platz drauf, oder? Ja, ich würde mich jetzt persönlich unwohl fühlen, dann noch breiter zu gehen. So, darf ja gerne auch noch Fahrrad bleiben. Aber wenn es im Einzelfall wirklich auch vielleicht ein medizinischer Bedarf dafür gibt, kann man das auf jeden Fall tun. Ganz wichtig, das Fahrrad ist zugelassen, hat nicht nur CE auf dem Motor, man findet auch kein verstecktes Untermenü, bei dem ich das tunen kann, so einfach. Also das ist so, dass wenn die Polizei kommt, die dann nicht durch 2 Schritte mir nachweisen, dass ich sofort selber ändern kann, das ist oft ein Problem. Und man kriegt den gleichen Motor auch, muss man sagen, mit der gleichen Elektronik auch viel schneller. Aber in Deutschland sind mal eben nur 25 km/h und 250 Watt Dauerleistung erlaubt. Ganz genau, du hast es richtig zusammengefasst. Bei uns wirklich STVZO-konform. Das heißt, wenn der Polizist kommt, dann kann ich ihm wirklich mit Freuden mein Fahrrad hinstellen und weiß, dass ich es hinterher wieder mitnehmen darf. Also ich kriege auch kein Zettelchen von euch mit dem geheimen Menü, wo ich es tunen kann. Nein, gar nicht. Wollen wir auch gar nicht sein. So, ich finde auf YouTube auch nichts. Also das ist interessant. Also das ist in der Firmware schon drin, die 25 km/h. Genau, richtig. Das ist so eingestellt, dass ich als Endkunde auspacken, Lenker einmal gerade machen und drauf sitzen, losfahren. Gut, wenn ich das jetzt verpackt bekomme, kann ich das selber zusammenbauen? Geht das? Komplett aufgebaut. Wie gesagt, ich muss im Grunde einmal den Lenker in Position bringen. So, der kommt quasi auch einfach in Fahrtrichtung. Den packe ich mir dann einfach auf Position. Das ist eine Sache selbst für einen Laie von 2 bis 5 Minuten und dann geht's los. So, wenn es mal kaputt ist, ihr könnt es wieder abholen lassen. Ihr habt ja eine Spedition. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so teuer. Ich glaube, für halb Europa ist bezahlbar mittlerweile. Da kommt eine Spedition, die hat sich auf E-Bike spezialisiert, gell? Ja, wir haben jetzt mittlerweile auch so ein Volumen, dass wir dort entsprechend Konditionen haben, dass wir auch den Versand gratis anbieten. Eben auch im Zweifel, wenn es jetzt wirklich mal einen Garantieanspruch gäbe, natürlich auch für den Kunden kostenfrei. So, hier sind wir. Wir sind in Oberkirch. 777 04 Oberkirch. Das Ganze ist in Südbaden. Ich muss mal zusammenkriegen. Unweit von Straßburg. Genau, also ich bin 20 Kilometer von Straßburg weg. Was ist noch in der Nähe hier? Karlsruhe und Freiburg. Also wir sind direkt in der Mitte und 10 Kilometer von der A5 entfernt. Und dementsprechend auch sehr, sehr gut mit dem Auto angebunden. So, ich kann es entweder beim myvelo.de bestellen, ich kann es auch hier abholen, kann vorbeikommen, kann hier Probe fahren mit allem drum und dran in Oberkirch. Danke fürs Einschalten, 2.499 €, korrekt? Ich guck mal gerade. Korrekt, ja. Ja, heute zumindest mal am 10. 11. März 2023. Tschüss.